Lektion 1: Pariser Köstlichkeiten. Wenn Sie den Turm im Louvre besuchen, vergessen Sie nicht, die französische Küche zu probieren. Absolut. Ich habe gehört, dass das Essen dort absolut köstlich ist. Ja, ein Essen in solch einem historischen Ambiente zu genießen, macht es noch spezieller. Ich kann es kaum erwarten, authentische Gerichte wie Croissants und Schnecken zu genießen. Genau. Es geht darum, die Kultur durch das Essen zu erleben. Und die Atmosphäre in Paris trägt zum kulinarischen Gesamterlebnis bei. Ja. Lassen Sie uns eine Liste der Gerichte erstellen, die Sie auf unserer Reise unbedingt probieren müssen. Tolle Idee. Ich bin mir sicher, dass es ein unvergessliches kulinarisches Abenteuer wird. Ich freue mich darauf, alle Aromen Frankreichs zu genießen. Lektion 2: Tradition des Geschenkaustauschs. Ich habe von einer wunderbaren Tradition gehört, bei der Menschen frei Geschenke austauschen. Das klingt nach einer lustigen Tradition. Es muss allen Beteiligten so viel Freude bereiten. Ja, es schafft einen Geist der Großzügigkeit und Gemeinschaft. Ich finde es toll, wie es Menschen dazu anregt, darüber nachzudenken, was anderen gefallen könnte. Genau. Es ist eine schöne Möglichkeit, Bindungen zu stärken und Glück zu teilen. Darüber hinaus ermöglicht es eine Vielzahl einzigartiger Geschenke, die persönliche Gedanken widerspiegeln. Ja, und die Aufregung des Gebens ist genauso erfüllend wie das Empfangen. Ich bin dafür, an solch herzerwärmenden Traditionen teilzunehmen. Planen wir, bald unsere eigene Version dieses Geschenkaustauschs zu starten. Lektion 3: Wochenendreflexionen. Guten Morgen. Wie war dein Wochenende? Es war großartig. Ich entspannte mich zu Hause und las etwas. Das hört sich herrlich an. Welches Buch hast du gelesen? Ich las einen Kriminalroman, der mich in Atem hielt. Ich liebe einen guten Krimi. Es ist immer spannend, Dinge herauszufinden. Ja, und es ist die perfekte Möglichkeit, nach einer anstrengenden Woche zu entspannen. Ich habe meine Zeit damit verbracht, an einigen Projekten zu arbeiten, aber es hat mir auch Spaß gemacht. Das ist großartig. Der Ausgleich zwischen Arbeit und Entspannung ist so wichtig. Absolut. Ich bin bereit, die kommende Woche mit neuer Energie anzugehen. Lektion 4: Virtuelle Verbindungen. Wir setzen in letzter Zeit häufig auf Videokonferenzen und Messaging-Apps. Ja, es ist erstaunlich, wie Technologie uns auch aus der Ferne in Verbindung hält. Ich weiß. Es ermöglicht uns eine nahtlose Zusammenarbeit und Kommunikation. Genau. Es ist zu einem wesentlichen Bestandteil unserer täglichen Routine geworden. Ich schätze es, dass es uns ermöglicht, trotz Entfernungen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ich auch. Es ist so wichtig, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Ich frage mich, wie viel mehr wir uns in Zukunft auf diese Tools verlassen werden. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken. Die Technologie wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln. Lassen Sie uns die Veränderungen annehmen und das Beste aus unseren virtuellen Verbindungen machen. Lektion 5: Lebendiges Stadtleben. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, das pulsierende Stadtleben in Japan zu erleben? Absolut. Die Energie und Kultur dort sind unglaublich ansprechend. Sie könnten Paris in Frankreich oder Tokio in Japan erkunden, beide haben ihren ganz eigenen Charme. Das stimmt.
Jede Stadt bietet eine andere Perspektive auf das städtische Leben. Genau. In Japan ist die Mischung aus Tradition und Moderne faszinierend. Und in Paris sind Kunst und Küche einfach unwiderstehlich. Ich würde gerne an beiden Orten Streetfood probieren, es ist oft der beste Teil. Ich auch. Das Erleben lokaler Aromen lässt sie wirklich in die Kultur eintauchen. Lasst uns bald eine Reise planen. Die Erkundung dieser Städte klingt nach einem Abenteuer. Lektion 6: Gaming-Technologie. Das ist beeindruckend. Ich habe auch gehört, dass sie schnellere Prozessoren für reibungsloses Spielen haben. Ja, ein leistungsstarker Prozessor verbessert das Spielerlebnis wirklich. Es macht einen großen Leistungsunterschied, insbesondere bei Spielen mit hoher Action. Genau. Niemand möchte mitten im Spiel mit Verzögerungen zu kämpfen haben. Ich stimme zu. Auch die Grafik ist mit schnelleren Prozessoren tendenziell viel besser. Ja, lebendige Farben und scharfe Details machen das Gameplay wirklich fesselnd. Ich finde es erstaunlich, wie sich die Technologie im Gaming-Bereich weiterentwickelt. Absolut. Es eröffnet Spieleentwicklern und Spielern gleichermaßen neue Möglichkeiten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche innovativen Funktionen als nächstes kommen. Lektion 7: Empfehlungen zu Meeresfrüchten. Ich liebe Meeresfrüchte. Wo würden Sie hier empfehlen, es auszuprobieren? Es gibt ein gemütliches Fischrestaurant am Hafen, das Ihnen meiner Meinung nach gefallen wird. Das klingt perfekt. Die Aussicht muss atemberaubend sein, wenn man dort speist. Ja, und es gibt täglich frischen Fang, was einen großen Unterschied macht. Ich kann einer guten Meeresfrüchteplatte nicht widerstehen, besonders mit etwas Knoblauchbutter. Absolut. Auch der gegrillte Lachs ist ein Muss, wenn Sie Fisch mögen. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Lass uns bald dorthin gehen. Definitiv. Es wird ein köstliches kulinarisches Erlebnis, das wir nicht vergessen werden. Ich kann es kaum erwarten, all diese köstlichen Aromen zu genießen. Lektion 8: Tagesablauf. Seit ich mit einer neuen Routine begonnen habe, fühle ich mich den ganzen Tag über definitiv stärker und energiegeladener. Das ist fantastisch. Eine konsequente Routine kann Ihr allgemeines Wohlbefinden wirklich steigern. Ja, es ist erstaunlich, wie regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung einen solchen Unterschied machen. Ich stimme zu. Außerdem trägt es dazu bei, Ihre Stimmung und geistige Klarheit zu verbessern. Genau. Ich konzentriere mich mehr auf meine Aufgaben und bin weniger müde. Es ist inspirierend zu hören. Welche Arten von Aktivitäten integrieren Sie in Ihre Routine? Ich mische Cardio mit Krafttraining, es hält die Dinge interessant und ausgewogen. Das ist ein solider Ansatz. Ich würde gerne irgendwann mit dir ein paar Workouts machen. Absolut. Mit einem Freund zu trainieren macht noch mehr Spaß. Lektion 9: Humorvolles Talent. Ich habe gehört, dass Gilbert ein besonderes Talent für humorvolle Verse hatte, er liebte Wortspiele. Das stimmt. Sein schneller Witz brachte die Menschen um ihn herum immer zum Lachen. Es ist beeindruckend, wie er aus einem einfachen Satz etwas Lustiges machen konnte. Ja, Humor kann die Stimmung wirklich aufhellen und Menschen verbinden.
Ich bewundere Menschen, die die lustige Seite des Lebens sehen und sie mit anderen teilen können. Absolut. Es macht Interaktionen angenehmer und unvergesslicher. Ich würde gerne einige seiner besten Wortspiele hören. Sie müssen urkomisch sein. Ich wette, das sind sie. Ein gutes Wortspiel kann jedem den Tag verschönern. Halten wir Ausschau nach mehr seiner Arbeit, es klingt herrlich. Lektion 10: Verhandlungspläne. Wenn Sie weniger bieten als erwartet, haben Sie einen Plan? Ja, ich werde darüber nachdenken, andere Aspekte des Deals auszuhandeln. Das ist klug. Manchmal kann Flexibilität zu einer besseren Gesamtvereinbarung führen. Genau. Es ist wichtig, alle Optionen abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ich bewundere Ihren Ansatz, Verhandlungen erfordern sowohl Vertrauen als auch Strategie. Danke schön. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich für das einzusetzen, was man verdient. Absolut. Eine klare Kommunikation kann oft zu einer Win-Win-Situation führen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich mich auf die bevorstehenden Diskussionen vorbereite. Viel Glück. Ich bin sicher, Sie werden es erfolgreich meistern. Lektion 11: Wahlkandidaten. Als die Wahl näher rückte, gab es einen Kandidaten mit großer Anziehungskraft. Loading. Führende Republikaner machten sich Sorgen darüber, wen sie bei den Vorwahlen unterstützen sollten. Das stimmt. Sie müssen sich oft hinter einen Kandidaten stellen, der die Partei vereinen kann. Genau. Es kann eine Herausforderung sein, jemanden mit breiter Anziehungskraft zu finden. Besonders in einem gespaltenen politischen Klima ist es entscheidend, mit Bedacht zu wählen. Loading. Loading. Bleiben wir im weiteren Verlauf über die Kandidaten und ihre Plattformen auf dem Laufenden. Lektion 12: Wetterprobleme. Heute ist es so windig. Es weht wirklich der Schnee herum. Ich weiß. Es macht es schwierig, sehr weit zu sehen, nicht wahr? Ja, die Sicht ist im Moment wirklich schlecht. Meinst du, wir sollten warten, bevor wir losfahren? Das könnte eine gute Idee sein, Sicherheit geht vor. Außerdem ist es gemütlich, drinnen zu bleiben und ein warmes Getränk zu genießen. Absolut. Eine Tasse heißer Kakao klingt jetzt perfekt. Lasst uns von hier aus die Aussicht genießen, anstatt dem Wetter zu trotzen. Toller Plan. Wir können immer rausgehen, wenn der Wind nachlässt. Lektion 13: Entspannen in der Natur. Nach einer langen Woche freue ich mich darauf, mich zu entspannen und die wunderschöne Landschaft zu genießen. Das hört sich herrlich an. Die Natur erfrischt Geist und Seele. Genau. Ich habe vor, dieses Wochenende wandern zu gehen, um die frische Luft zu genießen. Tolle Idee. Draußen zu sein kann die Stimmung wirklich heben. Ja, und die Aussicht von oben ist immer die Mühe wert. Ich würde gerne dabei sein. Gemeinsames Wandern würde es noch schöner machen. Absolut. Lasst es uns planen und einen Tag daraus machen. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine perfekte Flucht in die Natur sein. Sicher.
Unterwegs werden wir einige wunderbare Erinnerungen schaffen. Lektion 14, die Bedeutung von Bewegung. Schwere Arbeit, die einst von Menschen erledigt wurde, wurde heute durch Maschinen ersetzt. Ja, aber trotzdem ist Bewegung für die Gesundheit unerlässlich. Absolut. Während Maschinen die schwere Arbeit erledigen, müssen wir unseren Körper aktiv halten. Genau. Regelmäßige Bewegung kann vielen gesundheitlichen Problemen vorbeugen und unsere Stimmung verbessern. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie körperliche Aktivität unser allgemeines Wohlbefinden steigern kann. Ja, und es kann auch eine tolle Möglichkeit sein, nach einem langen Tag Stress abzubauen. Sicher. Es ist wichtig, Wege zu finden, Bewegung in unser tägliches Leben zu integrieren. Lassen Sie uns gemeinsam regelmäßig Sport treiben, es könnte Spaß machen. Das klingt nach einem Plan. Gemeinsam können wir uns gegenseitig motivieren, aktiv zu bleiben. Lektion 15, den Weg erkunden. Im nahegelegenen Park gibt es einen schönen Wanderweg, den wir uns unbedingt ansehen sollten. Das klingt wunderbar. Wann sollten wir uns treffen, um dorthin zu gehen? Wie wäre es, wenn wir uns um 10 Uhr treffen? So haben wir genügend Zeit zum Erkunden. Perfekt. Ich freue mich darauf, die frische Luft und die Natur zu genießen. Ich auch. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und der Stadt für eine Weile zu entfliehen. Genau. Außerdem ist das Gehen auf einem Wanderweg eine gute Form der körperlichen Betätigung. Ja, und es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich auszutauschen und zu plaudern. Ich kann es kaum erwarten. Stellen Sie sicher, dass Sie etwas Wasser und Snacks mitbringen. Tolle Idee. Während wir unterwegs sind, ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Lektion 16, eine Reise planen. Wenn Sie eine Reise planen, empfehle ich Ihnen, Ihre Reiseroute sorgfältig zu planen. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist wichtig, die Länder zu recherchieren, die Sie besuchen möchten. Ja, die Kenntnis der Kultur und der Sehenswürdigkeiten kann Ihr Erlebnis bereichern. Absolut. Es ist hilfreich, eine Liste der Orte und Aktivitäten zu haben, die man gesehen haben muss. Ich stimme zu. Es ermöglicht Ihnen auch, Ihre Zeit auf Reisen effektiv zu verwalten. Außerdem kann es Ihnen Lastminute Stress und Verwirrung ersparen. Genau. Ein gut durchdachter Plan sorgt für eine reibungslosere Reise. Lassen Sie uns zusammensitzen und eine fantastische Reiseroute entwerfen. Das klingt nach einem lustigen Projekt. Ich freue mich darauf, neue Orte zu erkunden. Lektion 17, lange Spaziergänge. Ich verließ Queenstown am frühen Morgen und lief 19 Meilen in die Nachbarschaft. Wow, das ist eine ziemliche Wanderung. Wie war der Spaziergang für dich? Es war herausfordernd, aber lohnend. Die Landschaft hat es gelohnt. Ich kann es mir vorstellen. Das Zurücklegen einer solchen Strecke muss Ihnen Zeit zum Nachdenken gegeben haben. Definitiv. Ich genoss die Ruhe und Stille des frühen Morgens. Das hört sich herrlich an. Sind Ihnen unterwegs interessante Sehenswürdigkeiten begegnet? Ja, ich habe einige wunderschöne Landschaften gesehen und ein paar freundliche Einheimische getroffen. Das ist fantastisch. Es klingt nach einer perfekten Art, den Tag zu verbringen. Ich muss es bald wieder tun, vielleicht nächstes Mal mit einer Firma.
Lektion 18, Feedback überprüfen. Ich werde es Ihnen vor unserem nächsten Treffen zur Durchsicht zusenden. Hört sich gut an. Ich gebe mein Feedback und meine Vorschläge. Das weiß ich zu schätzen. Konstruktive Kritik ist immer hilfreich für Verbesserungen. Absolut. Es ist wichtig, Ideen zu verfeinern, bevor man sie finalisiert. Ich möchte sicherstellen, dass alles mit unseren Zielen und Vorgaben übereinstimmt. Das ist ein toller Ansatz. Zusammenarbeit führt zu besseren Ergebnissen. Ja, und ich freue mich darauf, Ihre Meinung dazu zu hören. Ich bin gespannt, wie wir das Projekt gemeinsam weiterentwickeln können. Lassen Sie uns die Kommunikation im weiteren Verlauf offen halten. Lektion 19. Positive Teamkultur. Und vergessen wir nicht die Förderung einer positiven und integrativen Teamkultur. Absolut. Dies ist wichtig für den Aufbau starker Beziehungen innerhalb des Teams. Ja, ein unterstützendes Umfeld ermutigt jeden, sein Bestes zu geben. Genau. Wenn sich Menschen wertgeschätzt fühlen, sind sie motivierter, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass Teambuilding-Aktivitäten diese Bindungen stärken können. Das ist eine tolle Idee. Unterhaltsame Aktivitäten können Barrieren abbauen. Ja, und sie tragen dazu bei den Teammitgliedern bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lassen Sie uns über einige Aktivitäten nachdenken, die jedem Spaß machen würden. Ich bin gespannt, wie diese Bemühungen die Dynamik unseres Teams verändern können. Lektion 20, Outdoor-Genuss. Absolut. Außerdem müssen wir uns im Innenbereich keine Sorgen um Insekten oder das Wetter machen. Das stimmt. Es ist schön, eine kontrollierte Umgebung für unsere Aktivitäten zu haben. Ja, und es ermöglicht uns auf den Spaß zu konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden. Genau. Wir können einige spannende Spiele oder Workshops für das Team planen. Ich liebe diese Idee. Dadurch bleiben alle engagiert und motiviert. Darüber hinaus können Indoor-Aktivitäten genauso viel Spaß machen wie Outdoor-Aktivitäten. Absolut. Kreativität kann jeden Raum in eine Spaßzone verwandeln. Beginnen wir bald mit der Planung dieser Aktivitäten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie alle auf unsere Ideen reagieren. Lektion 21, Küstenfischerei. Da der Leuchtturm das markanteste Bauwerk ist die Landschaft atemberaubend. Das ist es wirklich. Außerdem wird in der Gegend eine große Auswahl an Fischen gefangen, darunter auch Lachs. Das ist fantastisch. Es muss ein beliebter Ort für Angelbegeisterte sein. Absolut. Viele Menschen kommen nur deshalb hierher, um die tollen Angelmöglichkeiten zu erleben. Ich kann verstehen, warum. Es ist eine perfekte Mischung aus Aktivität und schöner Aussicht. Ja, und die örtlichen Restaurants müssen an diesem Tag frisch gefangenen Fisch servieren. Definitiv. Frische Meeresfrüchte zu essen und dabei den Meerblick zu genießen, klingt herrlich. Ich würde gerne eines Tages dorthin gehen und mich im Angeln versuchen. Lass uns eine Reise planen, es wäre eine tolle Möglichkeit, gemeinsam die Natur zu genießen. Lektion 22, Abenteuer im Stadtleben. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, das pulsierende Stadtleben in Japan zu erleben? Absolut. Die Energie und Kultur sind unglaublich ansprechend.
Sie könnten Paris in Frankreich oder Tokio in Japan erkunden, beides sind fantastische Reiseziele. Das stimmt. Jede Stadt bietet eine einzigartige Perspektive auf städtisches Leben und Kultur. Genau. In Japan ist die Mischung aus Tradition und Moderne faszinierend anzusehen. Und in Paris sind die Kunstszene und die kulinarischen Köstlichkeiten einfach unwiderstehlich. Ich würde gerne an beiden Orten Streetfood probieren, es spiegelt oft die lokale Kultur wider. Ich auch. Das Erleben lokaler Aromen bereichert das Reiseerlebnis wirklich. Planen wir bald eine Reise in eine dieser Städte, es klingt wie ein Abenteuer. Lektion 23: Gaming Upgrades. Das ist beeindruckend. Ich habe auch gehört, dass Sie schnellere Prozessoren für reibungsloses Spielen haben. Ja, ein leistungsstarker Prozessor verbessert das Spielerlebnis wirklich. Es macht einen großen Leistungsunterschied, insbesondere bei Spielen mit hoher Action. Genau. Niemand möchte während einer intensiven Spielesitzung mit Verzögerungen zu kämpfen haben. Auch die Grafik ist mit diesen schnelleren Prozessoren tendenziell viel besser. Ja, lebendige Farben und scharfe Details lassen Sie wirklich in das Gameplay eintauchen. Ich finde es erstaunlich, wie sich die Technologie im Gaming-Bereich weiterentwickelt. Absolut. Es eröffnet Entwicklern und Spielern gleichermaßen neue Möglichkeiten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche innovativen Funktionen als nächstes in der Gaming-Welt kommen. Lektion 24: Meeresfrüchte-Köstlichkeiten. Ich liebe Meeresfrüchte. Wo würden Sie hier empfehlen, es auszuprobieren? Es gibt ein gemütliches Fischrestaurant am Wasser, das Ihnen meiner Meinung nach gefallen wird. Das klingt perfekt. Die Aussicht muss atemberaubend sein, wenn man dort speist. Ja, und es gibt jeden Tag frischen Fang, was einen großen Unterschied macht. Ich kann einer guten Meeresfrüchteplatte nicht widerstehen, besonders mit etwas Knoblauchbutter. Absolut. Auch der gegrillte Lachs ist ein Muss, wenn Sie Fisch mögen. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Lass uns bald dorthin gehen. Definitiv. Es wird ein köstliches kulinarisches Erlebnis, das wir nicht vergessen werden. Ich kann es kaum erwarten, all diese köstlichen Aromen zu genießen. Lektion 25: Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Ich bin etwas nervös wegen des bevorstehenden Vorstellungsgesprächs. Es ist völlig normal, sich so zu fühlen. Für welches Unternehmen ist es? Es ist für ein Technologieunternehmen, das ich schon seit einiger Zeit bewundere. Das ist aufregend. Wissen Sie, welche Fragen Sie stellen könnten? Ich habe häufig gestellte Fragen im Vorstellungsgespräch recherchiert und fühle mich daher vorbereitet. Großartig. Haben Sie auch einige Fragen vorbereitet, die Sie Ihnen stellen möchten? Ja, ich finde es wichtig, mein Interesse am Unternehmen zu zeigen. Absolut. Es zeigt, dass Sie wirklich an der Rolle interessiert sind. Ich übe meine Antworten auch mit einem Freund, um Feedback zu erhalten. Lektion 26: Pizzaabend. Es war eine lange Woche, bleiben wir heute Abend bei der Pizza. Pizza klingt perfekt. Soll ich anrufen, um unsere Bestellung aufzugeben? Ja, bitte. Welche Toppings möchtest du dieses Mal? Ich fühle mich wie ein klassischer Pepperoni-Typ, wie wäre es mit dir? Ich könnte mich für eine vegetarische Variante entscheiden. Ich liebe die Frische. Gute Wahl.
Abwechslung macht immer Spaß. Möchten Sie eine Beilage Knoblauchbrot hinzufügen? Definitiv. Dadurch wird das Essen noch köstlicher. Ich lasse Sie die Bestellung aufgeben und decke den Tisch. Lektion 27. Produkte erweitern. Ich habe über unsere Produktlinie nachgedacht, wir sollten es erweitern. Das ist eine gute Idee. Es würde helfen, mehr Kunden anzulocken. Genau. Welche neuen Produkte sollten wir Ihrer Meinung nach einführen? Vielleicht ein paar umweltfreundliche Artikel? Sie sind derzeit sehr beliebt. Ich liebe diese Idee. Es steht im Einklang mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit. Außerdem zeigt es, dass uns die Umwelt am Herzen liegt. Absolut. Wir könnten es als verantwortungsvolle Entscheidung vermarkten. Und es würde uns von unseren Mitbewerbern abheben. Lassen Sie uns weitere Ideen sammeln und einen Vorschlag erstellen. Lektion 28. Gesundheitsfragen. Bei allem, was passiert, ist es von entscheidender Bedeutung, auf unsere Gesundheit zu achten. Ich stimme voll und ganz zu, sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit sind wichtig. Wie können wir Ihrer Meinung nach in diesen Zeiten gesund bleiben? Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung können einen großen Unterschied machen. Absolut. Außerdem ist es wichtig, ausreichend Schlaf zu bekommen. Ja, und wir sollten auch Zeit zum Entspannen und Erholen finden. Definitiv. Psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Wir könnten sogar gemeinsam eine Wellness-Routine starten. Das klingt fantastisch. Machen wir einen Plan, um uns gegenseitig zu unterstützen. Lektion 29. Kommunikationsherausforderungen. Ich habe jemanden aus einem anderen Land getroffen und es war faszinierend. Das klingt interessant. Wie verlief das Gespräch? Er beantwortete unsere Fragen auf Englisch, auch wenn es ihm etwas schwer fiel. Das ist beeindruckend. Es ist großartig, dass er versucht hat zu kommunizieren. Ja, es zeigte seine Bereitschaft, mit uns in Kontakt zu treten. Sprachbarrieren können hart sein, aber sie können auch überwunden werden. Absolut. Es geht um Geduld und Verständnis. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Kulturen des anderen kennenzulernen. Definitiv. Ich liebe es, Geschichten mit unterschiedlichem Hintergrund zu hören. Lektion 30. Politische Hoffnung. In diesen Zeiten ist es für Politiker von entscheidender Bedeutung, Hoffnung zu wecken. Absolut. Die Menschen müssen optimistisch in die Zukunft blicken. Es ist wahr, ohne Hoffnung ist es schwer, an den Fortschritt zu glauben. Ja, Führungskräfte sollten sich darauf konzentrieren, Menschen für gemeinsame Ziele zu vereinen. Definitiv. Zusammenarbeit kann zu positiven Veränderungen führen. Und Transparenz in der Kommunikation kann Vertrauen bei den Bürgern aufbauen. Genau. Wir brauchen Führungskräfte, die den Menschen wirklich zuhören. Das ist wichtig, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen. Ich hoffe, dass mehr Politiker die Bedeutung ihrer Rolle erkennen. Lektion 31. Besprechungspläne. Ich denke, wir haben viele wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem Projekt zu besprechen. Perfekt. Planen wir das Treffen für Anfang nächster Woche,
damit wir alles besprechen können. Wie klingt Montag? Ich kann am Nachmittag frei sein. Der Montag funktioniert für mich, aber ich bevorzuge den Morgen, wenn das möglich ist. Klar, sagen wir dann 10 Uhr. Das gibt uns genügend Zeit, die Details durchzugehen. Großartig. Ich bereite eine Agenda vor, um sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges verpassen. Das klingt nach einem soliden Plan. Ich schätze Ihre Organisation, es hilft dem Team wirklich. Danke schön. Ich glaube, dass ein gut strukturiertes Meeting zu besseren Ergebnissen führt. Absolut. Ich freue mich darauf, alle Fragen, die wir haben, gemeinsam anzugehen. Lektion 32: Einheit in Vielfalt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir alle Stimmen in unserer Gemeinschaft vertreten, einschließlich der Gewerkschaftsopposition und der Liberalen. Ja, Einheit ist für den Fortschritt unserer Nation von wesentlicher Bedeutung, und wir müssen zusammenarbeiten. Wie können wir Ihrer Meinung nach eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen fördern? Ich glaube, dass offene Dialoge und gemeinsame Ziele dazu beitragen können, die Lücken zwischen uns zu schließen. Das ist ein toller Punkt. Vielleicht könnte die Organisation von Community-Foren diese Diskussionen erleichtern. Genau. Es würde jedem ermöglichen, seine Meinung zu äußern und sich gehört zu fühlen. Ich stimme zu, und es könnte auch zu innovativen Lösungen für gemeinsame Probleme führen, mit denen wir konfrontiert sind. Ja, und indem wir unsere Einheit zeigen, können wir andere dazu inspirieren, sich der Bewegung für Veränderung anzuschließen. Gemeinsam können wir die Stärke und Vielfalt unserer Nation wirklich repräsentieren. Lektion 33: Gartenträume. Ich bin wirklich begeistert von Ihrem Gartenprojekt. Es wird großartig sein zu sehen, wie es gedeiht. Danke schön. Ich habe es seit Monaten geplant und kann es kaum erwarten, die Blumen blühen zu sehen. Haben Sie sich entschieden, welche Pflanzen Sie in Ihren Garten aufnehmen möchten? Ja, ich denke darüber nach, mit ein paar leuchtenden Sonnenblumen und ein paar Kräutern wie Basilikum und Minze zu beginnen. Das klingt fantastisch. Sonnenblumen sind so fröhlich und frische Kräuter eignen sich hervorragend zum Kochen. Genau. Außerdem möchte ich einen ruhigen Ort schaffen, an dem ich mich entspannen und die Natur genießen kann. Sie sollten unbedingt eine Bank oder eine kleine Sitzecke einplanen. Es ist perfekt zum Entspannen. Tolle Idee. Ich kann mir bereits vorstellen, wie ich umgeben von wunderschönen Blumen Tee trinke. Ich freue mich darauf, Ihren Garten gedeihen zu sehen und von all Ihren Gartenabenteuern zu hören. Lektion 34: Das Geheimnis des zerbrochenen Bechers. Sie werden nicht glauben, was vorher passiert ist. Ich habe in der Küche eine kaputte Tasse gefunden. Oh nein. War es Ihr Favorit? Wie ist das passiert? Nicht meins. Mein Bruder sagte, er habe es nicht getan, und meine Schwester bestand darauf, dass es auch nicht ihre Schuld sei. Das klingt nach einem klassischen Fall von Schuldzuweisungen. Was haben Sie als Antwort gesagt? Ich sagte, ich sei derjenige, der es gefunden habe, aber ich hatte wirklich keine Ahnung, wie es kaputt gehen konnte. Es ist immer schwierig, wenn alle ihre Unschuld beteuern. Hast du es herausgefunden? Noch nicht. Ich denke darüber nach, eine kleine Untersuchung durchzuführen, um die Wahrheit aufzudecken. Das könnte Spaß machen. Vielleicht entdecken Sie dabei ein verborgenes Familiengeheimnis. Wer weiß. Aber zumindest wird es etwas Spannung in unseren Tag bringen.